So wie Menschen eng eingebundene soziale Wesen sind, so existieren auch Organisationen, selten isoliert oder nur im Austausch mit Einzelindividuen. Meist sind auch Organisationen in ein enges Netz eingebunden, aus ganz unterschiedlichen Lieferanten, Geldgebern und Investoren, relevanten politischen Entscheidern oder gesellschaftlichen Akteuren, Bildungs- oder Forschungsstätten und vielen anderen Organisationen mehr. Diese anderen Organisationen können deiner Organisation mehr oder weniger gut Zugang zu ganz unterschiedlichen Ressourcen verschaffen, die für die Zukunft deiner Organisation bedeutsam oder vielleicht sogar existenziell sind. Ihr könnt durch diese Netzwerke Zugang zu Aufträgen, hochqualitativen Dienstleistungen, Informationen, Know-how und Innovationen, zukünftigen Mitarbeitenden, Geld oder öffentliche Aufmerksamkeit und Reichweite und vieles mehr erhalten. Gerade in turbulenten Zeiten kann allein ein schneller Informationsfluss über aktuelle Entwicklungen, neue Chancen ganz entscheidend sein. Wie gut sind eure Netzwerke in diesen ganz unterschiedlichen Bereichen? Die Bedeutung von guten und engen Netzwerken wird auch an der Stärke von Industrieclustern sehr deutlich. Vom Silicon Valley, das mir zumindest immer als erstes einfällt, bis zur Uhren- und Medizintechnikregion, hier zwischen Schwarzwald und der Schweiz. Studien belegen, dass Firmen in solchen Clustern, wenn sie eng eingebunden sind, Krisen signifikant erfolgreicher überstehen. Im Kleinen zeigen Coworking Spaces, wie neue Innovationskraft entsteht, wenn Startups mit ähnlichen Ideen und Bedarfen im engen Austausch miteinander sind. Unser Freiburger Coaching-Zentrum hier bringt genau in diesem Sinne Expertinnen und Experten mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und unterschiedlichen Netzwerken gezielt zusammen. Und das ganz bewusst gemischt aus externen Beraterinnen und internen Mitarbeitenden, zum Beispiel aus HR-Abteilungen. So wird der kreative Austausch im Sinne aller gestärkt. Und gerade in unseren digitalen Zeiten finde ich besonders interessant. Harvard-Studien zeigen, dass die Innovationskraft solcher Kooperationen tatsächlich sehr stark von der räumlichen Nähe abhängt. Bereits 500 Meter Distanz zwischen den Büros einer kooperierenden Arbeitsgruppe senkt den Output signifikant. Daher möchte ich euch 3 ganz konkrete Empfehlungen mit auf den Weg geben. Erstens: Reflektiere und entwickle dein Netzwerk bewusst weiter, um deinem Team Zugang zu möglichst vielfältigen Netzwerken und ihren dazugehörigen Ressourcen zu ermöglichen. Zweitens: Schaffe eine räumliche und zeitliche Nähe zu den zentralen Partnern in deinem Netzwerk. Und drittens: Etabliere einen vertrauensvollen Rahmen für Know-how-Sharing und gemeinsame Zukunftsinvestitionen, von denen alle profitieren. Für die ersten beiden haben wir dir 2 wertvolle Tools auf unserer Seite Zukunftsfähigkeit hinterlegt. Mit der Stakeholder-Analyse kannst du die Stärken, aber auch die Lücken eures Netzwerks in den ganz verschiedenen Bereichen, die für euch relevant sind, analysieren. Auf dieser Basis könnt ihr dann euer Netzwerk gezielt weiterentwickeln. Mit dem Stakeholder-Interview kannst du neue Beziehungen aufbauen oder bestehende weiter stärken. Denn wie schon beim individuellen Vertrauen hängt auch die Güte der Partnerschaft zu anderen Organisationen ganz zentral davon ab, wie gut ihr euch gegenseitig kennt, eure Anliegen, aber auch eure Ziele, genauso wie eure Stärken und Bedürfnisse. Welche Partnerorganisationen sind für euch besonders relevant? Zu welchen wäre es wertvoll, den Kontakt neu zu beleben oder zu verstärken? Wenn ihr euer Netzwerk gut kennt und ausreichend Nähe zu den zentralen Partnern hergestellt habt, geht es im 3. Schritt darum, einen vertrauensvollen Rahmen für das Know-how-Sharing und gemeinsame Zukunftsinvestitionen zu schaffen. Das ist der eigentliche Kern. Dafür waren für uns vor allem 2 Dinge hilfreich. Einerseits klare Regeln und zweitens mutige Menschen, die mit gutem Beispiel vorangehen und so den Stein ins Rollen bringen, damit andere
ebenso Wissen teilen und in die gemeinsame Zukunft investieren. Wie könntet ihr gemeinsam mit anderen Playern so Neues entwickeln, das alleine so für euch nicht möglich wäre? Wie auch immer ihr es genau angeht, ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Denn meine persönliche Erfahrung ist es lohnt sich.